Herzlich willkommen, Jungfrau, auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im Herbst 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und deinen Aszendent. Für persönliche Legungen schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Los geht's für Jungfrau, bitte. Was bringt der Herbst 2025 für Jungfrau, bitte? Was erwartet Jungfrau im Herbst 2025? 6. große Arkana und hier, die Liebenden, Verzeihung, und hier im Unterdeck habe ich die 8 der Stäbe. Ja, Jungfrau, einerseits wirst du hier eine Nachricht bekommen von jemandem, den du sehr gerne hast, der aber auch dich sehr gerne hat. Es geht hier nicht zwingend um die romantische Liebe, ich muss es leider immer wieder dazu sagen. Diese Nachricht, diese Neuigkeiten kommen schnell auf dich zu, dennoch beachte bitte, Zeit gibt es im Universum nicht. Beim einen ist es halt schon unterwegs und beim anderen dauert es einfach noch. Aber auf der anderen Seite hier habe ich auch das Gefühl, dass du etwas Neues über dich kennenlernen wirst. Es geht hier auch mit den Liebenden um die Selbstliebe. Wie viel bist du dir selbst wert? Und da tut sich irgendetwas in dir und das geht aber rasch vonstatten. Es ist quasi, dass das Feuer, irgendwas kommt da in dir auf. Vielleicht eine neue Leidenschaft, eine Fähigkeit, von der du nichts wusstest. Und jetzt im Herbst zeigt sich das aber und du wirst einfach eine neue Facette an dir oder von dir kennenlernen. Und hier eben auch mit den Liebenden. Es kann sein, dass du und dein Gegenüber, egal auf wen du schaust, hier Hürden hattet. Du siehst ja hier die Pyramide eigentlich und das ist ja das, was hier die beiden, ja Adam und Eva im Paradies quasi, trennt. Und da soll es jetzt im Herbst Annäherung geben. Wir schauen jetzt ohnehin weiter, aber auch die Engel sind bei euch und wachen über euch. Die Anziehung, die Leidenschaft, die ist da, weil du siehst ja hier den Feuerbusch bei dem Herrn und den findest du auch in der 15. großen Arkana wieder und das ist der Teufel. Und hier geht es eben um die Anziehung, aber auch um die Leidenschaft. So, Jungfrau, wir schauen weiter. Wie geht's weiter für Jungfrau, bitte? König der Stäbe. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, was ich im Unterdeck habe, nämlich die 2 der Kelche. Also Jungfrau, einerseits im Herbst bist du sehr energiegeladen. Wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ich nehme das irgendwie so mit dieser Fähigkeit oder mit dieser neuen Facette. Es muss ja nicht unbedingt eine Fähigkeit sein, aber vielleicht hast du einfach schon seit längerer Zeit einen Wunsch, dass du eine gewisse Sache auslebst oder ein neues Projekt angehst oder etwas schon sehr lange hinausgezögert hast, weil du dir vielleicht unsicher warst, ob du das überhaupt kannst, ob das umsetzbar ist, und im Herbst wirst du es aber angehen und auch mit den 8 der Stäben, das ist ja auch so dieser Erfolg. Und hier eben, du hast ja auch den Stab in der Hand und das ist eben die Chance und das ist aber auch der Funke, das Feuer, also deine Seele sozusagen, deine Leidenschaft, wofür brennst du, und du wirst hier gewisse Dinge einfach umsetzen. Dinge, die dir am Herzen liegen, und das hat jetzt nicht zwingend mit dem Beruf etwas zu tun. Das kann genauso in deinem Privatleben etwas sein, in deiner Häuslichkeit, finanziell, wie auch immer. Da bist du einfach voller Tatendrang, hast sehr viel Energie und setzt das Ganze um, bist so der Macher. Aber auf der anderen Seite, liebestechnisch kannst du es hier mit einem König der Stäbe zu tun haben. Ein Feuerelement wahrscheinlich, wieder Löwe oder Schütze, kann, muss aber nicht sein. Das ist, in den meisten Fällen ist es ja ein Mann, ein sehr attraktiver Mann, nicht nur für dich, den finden auch andere sehr gut aussehend und im Tarot ist der König der Stäbe der bestaussehendste König. Aber der weiß, was er will, das, was er will, bist du. Du siehst ja auch hier, wie er auf die Liebenden schaut, quasi auf euch beide. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, hier ist sehr viel Leidenschaft, aber eben auch
die Liebe, weil hier mit den Liebenden, das ist eine große Arkana und auch hier mit den 2 der Kelchen, du hast ja auch die Gefühle. Hier der fliegende Löwenkopf, das ist ja auch wieder so ein Zeichen für die Kraftkarte, also diese Leidenschaft, diese innere Kraft, aber auch das Anziehende und hier, wie ihr beide euch die Kelche austauscht und euch hier auch ja, sozusagen tief in die Augen schaut, euch aber hier näher kommt. Du siehst ja, da seid ihr noch getrennt und hier geht man aber aufeinander zu. Und die 2 in der Numerologie ist ja eben auch die Harmonie, steht ja auch für die Partnerschaft. Also, ich nehme hier an, dass er auf dich zukommen wird. Der wird hier seine Chance mit dir nutzen und wird hier auch sehr kreativ vorgehen, bekomme ich rein. Also das ist jetzt kein billiger Anmachspruch oder nur so eine Kleinigkeit, sondern er möchte hier schon wirklich zeigen, dass er Interesse hat und eben auch ein wenig Vollgas geben, so damit du ihm nicht auskannst, aber natürlich im positiven Sinne, Jungfrau. So, wie geht's weiter bitte? Wie geht's weiter bitte für Jungfrau? 2. große Arkana, die Hohepriesterin. Also, einerseits, dieser Mann nimmt dich als sehr weise wahr und auch als sehr reif. Möglicherweise bist du auch älter als dieser Mann. Und hier eben auch ist es wichtig, dass du in deinem Gleichgewicht bleibst, egal ob es hier jetzt um die Liebe geht, aber eben auch um private oder berufliche Dinge. Du siehst ja hier die schwarze und die weiße Säule und da geht es eben darum, dass man Gegensätze vereint, aber eben auch dieses Gleichgewicht halten, auch auf seine Intuition hören. Du siehst ja hier, der Mond steht ja eben auch für die Gefühle und hier die Granatäpfel, das ist ja eben auch für das Fruchtbare, also zwischen euch beiden kann etwas gedeihen und auch dieses, ich nenne es mal Projekt, kann etwas werden, das dich langfristig glücklich macht und natürlich auch für Stabilität bei dir sorgt. Ich habe hier 2 große Arkanas, das sind Dinge, die von außen passieren, vom Universum sozusagen und hier ist es aber eben auch wichtig, wie gesagt, dass du auf deine Intuition hörst und auch darauf achtest, dass du in deinem innerlichen Gleichgewicht bleibst. Also vielleicht meditierst du, wenn du sagst, das ist absolut nichts für dich, dann geh einfach raus, male, werde kreativ tätig oder mach Sport. Wenn du sagst, du kannst dich am besten bei Sport austoben, dann mach das. Auf jeden Fall finde hier einfach etwas, das dich ins Gleichgewicht bringt, wo du wieder zur Ruhe findest. Und dieser Mann meint auch, dass du sehr spirituell bist. Vielleicht hast du eine spirituelle Gabe, vielleicht legst du auch Karten oder bist hellhörig oder auch andere Dinge. Und ich nehme auch wahr, für den einen oder anderen ist genau das, diese Fähigkeit, die du im Herbst, ich möchte nicht sagen erlernen wirst, sondern das hat man einfach in sich. Bei dem einen zeigt sich das früher, manche Leute unterdrücken das ja auch, aber vielleicht zeigt sich das erst im Herbst bei dir, dass du gewisse Fähigkeiten, spirituelle Fähigkeiten hast oder dass du dich dafür interessierst und dich hier vielleicht weiterbildest. Also Jungfrau, ein letzter Impuls für Jungfrau bitte. So. Wie viele große Arkanas kommen dann noch, Jungfrau? Also 17. große Arkana, hier der Stern und hier habe ich den Ritter der Kelche. Also, hier der Stern, das ist einerseits deine Wunscherfüllung, du kommst hier deiner Wunscherfüllung näher, du bist hier aber auch geschützt. Der Stern, das ist ja auch so eine Schutzkarte, also man wacht über dich, so wie ich es hier vorhin gesagt habe. Und bei dir ist es im Herbst einfach wichtig, dass du im Gleichgewicht bleibst, dass bei dir die Dinge fließen, dass du dich nicht innerlich blockierst, dadurch, dass du vielleicht zu viel nachdenkst, zu viel in Gedanken bist, egal, auch wenn du Sorgen hast, wenn die Dinge nicht so gut laufen,
dann empfiehlt es sich eher, dass du dir einen Ausgleich suchst, wie ich es gesagt habe, meditieren mal, wie auch immer. Jeder hatte da ein anderes Ventil quasi. Hauptsache, es ist positiv und schadet dir nicht. Das ist wichtig. Und wenn du an der Öffentlichkeit stehst, dann kann das Ganze erfolgreich werden. Der Stern, das ist ja auch so eine, ja, man wird berühmt oder man wird einfach öffentlich sichtbarer und das kann sich bei dir im Herbst zeigen. Du siehst ja auch hier, wie dieser Vogel die Dame beobachtet und du bist ja hier auch nackt. Hier ist man ebenso nackt. Also ich kann mir hier vorstellen, dass du mehr aus dir rausgehst, dich mehr zeigst, dich so zeigst, wie du bist und dich nicht mehr verstellst, egal ob das jetzt in Liebesangelegenheiten oder eben auch, ja, vielleicht möchtest du jetzt, wenn du arbeitest, möchtest du die Abteilung wechseln, weil du einfach sichtbarer werden willst, vielleicht hat es irgendetwas mit der Öffentlichkeit zu tun, dass du jetzt Öffentlichkeitsarbeit betreiben möchtest oder mehr mit Journalisten zu tun hast, aber auf der anderen Seite eben vielleicht eröffnest du einen Social-Media-Kanal irgendwo. Auf jeden Fall wirst du einfach sichtbarer und du zeigst dich so, wie du bist, denn ich habe das Gefühl, nicht jeder zeigt sich oder kann sich im Moment so zeigen, wie er ist und das wird sich aber ändern und das Ganze führt hier aber auch irgendwie zur Heilung. Du hast ja hier, der Stern ist ja quasi die Quelle und wir fangen ja bei der Herrscherin an, da hast du den Fluss und dann gehen wir weiter zu 14 großen Arkanen, das ist die Mäßigkeit, dort geht der Fluss eben weiter und das braucht eine lange Zeit, bis man überhaupt dort ist und hier mündet der Fluss quasi und das ist eben die Wunscherfüllung, aber auch der Ausblick auf eine positive Zukunft und das Ganze erfüllt dich hier eben auch mit dem Ritter der Kelche. Ja, liebestechnisch, wie ich schon gesagt habe, dieser Mann kann auch eine Wunscherfüllung von dir sein. Ich habe hier jetzt mehrere Varianten, also du kannst diesen Mann erst kennenlernen. Manche kennen den Mann bereits, aber eher so im Sinne, dass der ein Freund ist, ein Arbeitskollege, wo es noch keine Vorgeschichte oder so im romantischen Bereich gab. Aber weil ich ja hier auch die Hürde quasi habe, kann es für den einen oder anderen sein, dass sich hier ein Ex-Partner wieder meldet, weil der jetzt in seiner Intuition findet, beziehungsweise der hört endlich darauf und merkt auch, dass du seine Wunscherfüllung bist. Und hier kommt mit dem Ritter der Kelche so oder so, egal auf welche Konstellation du schaust, eine Annäherung. Der muss sich hier erst trauen, dass er ja da übers Wasser geht mit seinem Pferd. Das sträubt sich ja auch einerseits. Aber du siehst hier auch diese Rüstung. Ja, er möchte dir hier seinen Kelch reichen, aber das ist jetzt nicht voller Euphorie, sondern schon ein wenig zögerlich. Weshalb sage ich das? Weil die Ritter haben alle hier noch eine Rüstung, da sie sich schützen müssen. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, dieser Mann auch hier mit dem Ritter, du bist die hohe Priesterin, du bist sehr weise, auch sehr reif und du hast ja hier eben den König, aber hier habe ich auch den Ritter. Es ist eine junge Energie. Entweder ist er eben jung geblieben oder eben jünger als du oder er wirkt jünger, als er tatsächlich ist. Hier sind die Gefühle im Spiel, aber erwarte hier jetzt keine großen Gesten. Ich habe das Gefühl, dass etwas Kleines auf dich zukommt. Ja, mit Schnelligkeit, aber dennoch rate ich dir, dass du nichts überstürzt, vor allem, weil der hier noch diese Rüstung hat. Der muss erst schauen, wie gehst du auf das Ganze ein und erst dann glaube ich, dass der wirklich sein ganzes Potenzial, also das, was er wirklich für dich empfindet, dass er das nach und nach dir eröffnet und jetzt einmal dir zeigen möchte, dass er überhaupt Interesse an dir hat, Jungfrau. Also, in diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.